Heute stelle ich euch die perfekte Kombination aus Reis, Nudeln, Früchten und Milch vor. Und falls ihr euch jetzt denkt, was ist das für eine exotische Kombi, dann kann ich euch nur sagen, Leute, probiert es aus, denn davon verlangt man definitiv Nachschlag. Wir brauchen einen Mix aus Cashewnüssen und Mandeln. Hier habe ich Basmati-Reis, den habe ich schon gewaschen und zwar gründlich. Und jetzt vermische ich Reis und Nüsse und gebe das heiße Wasser dazu. Diese Mischung einfach für ca. 20 Minuten stehen lassen. Im nächsten Schritt braucht ihr einen großen Topf, in den füllt ihr 1 Liter Milch ein, dann gebt ihr noch eine Prise Salz dazu und etwas Safran. Dieses Gewürz ist nicht günstig, aber Gott sei Dank braucht man davon nicht viel. Ich nehme so eine kleine Menge zwischen Daumen und Zeigefinger und das ist ungefähr so viel wie ein Teelöffel und der Safran sorgt dafür, dass euer Pudding schön gelb wird. Es folgen die Gewürze, und zwar Kardamomkapseln, Nelken und eine halbe Zimtstange. Und wenn ihr diese Gewürze nicht in Grobform habt, könnt ihr sie später auch in Pulverform einrühren. Gebt die Gewürze in ein Gewürz- oder Teesieb oder auch einen Teebeutel, dann nehmt ihr euch eine Klammer und befestigt diesen Beutel am Topf. So müsst ihr die Gewürze später nicht herausfischen und es reicht auch schon aus, wenn ihr sie einfach ein paar Minuten mitkocht. Jetzt wird die Milch zusammen mit den Gewürzen erstmal aufgekocht und danach kocht ihr das Ganze ca. 5 Minuten lang bei mittlerer Hitze, also Stufe 5 von 9. Im nächsten Schritt gebt ihr die Mischung aus Nüssen und Reis in einen Multizerkleinerer und zerkleinert das Ganze so lange, bis daraus eine grobkörnige Paste geworden ist. Es muss also nicht ganz fein sein. Bevor ihr diese Paste zur Milch dazu gebt, entfernt ihr den Beutel mit den Gewürzen und rührt das Ganze erstmal ein. Diese Zutaten werden jetzt weiterhin bei mittlerer Stufe, allerdings mit geschlossenem Deckel, circa 5 bis 10 Minuten lang gekocht, bis die Reisstückchen gar sind. Nach dieser Zeit sieht das Ganze so aus, ihr seht, es ist ein bisschen dickflüssiger geworden und um zu kontrollieren, ob der Reis gar ist, nehmt ihr am besten eine kleine Menge auf einen Teelöffel und zwischen Daumen und Zeigefinger und dann spürt ihr, ob der Reis durch ist. Es sind immer ein paar grobe Stückchen dabei wegen den Nüssen, aber in der Regel merkt man schon, ob der Reis fertig ist oder nicht. Ist das der Fall, könnt ihr die Vermicelli-Nudeln einrühren und diese kocht ihr jetzt so lange, bis sie weich sind. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Danach habt ihr so einen relativ dickflüssigen Pudding und jetzt kommen weitere Zutaten dazu. Ihr vermischt Milch und Vanillepuddingpulver oder alternativ Speisestärke. Rührt diese Mischung ein und köchelt das Ganze bei mittlerer Stufe noch 2 bis 3 Minuten, bis der Pudding noch ein bisschen mehr eingedickt ist. Außerdem kommt jetzt noch die gezuckerte Kondensmilch dazu, weil der Pudding ja noch nicht süß ist. Und statt der Kondensmilch könnt ihr natürlich auch haushaltsüblichen Kristallzucker verwenden. Ich finde allerdings, dass die gezuckerte Kondensmilch dem Pudding ein ganz besonderes Aroma verleiht. Wenn ihr sie also verwenden könnt, dann macht es. So sieht der Pudding aus, wenn er fertig ist. Ihr seht, er ist nicht zu dickflüssig und auch nicht zu flüssig, hat die perfekte Konsistenz und wird jetzt abgefüllt. Ihr könnt ihn in diese großen Dessertgläser umfüllen oder auch in kleine Schüsseln, das ist Geschmackssache. Wichtig ist, dass ihr ihm genug Zeit gebt, abzukühlen, zunächst bei Zimmertemperatur und danach für 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank. Kurz bevor ihr das Dessert servieren wollt, toppt ihr es mit klein geschnittenem Obst, wie zum Beispiel Äpfeln, Bananen, Granatapfelkernen und Trauben. Je bunter, umso besser. Obendrauf noch Mandelsplitter, etwas Minze und Rosenblätter und fertig ist es. Abgesehen davon, dass es optisch einfach top ist, ist es auch eine perfekte Kombination aus knusprig, cremig, süß und fruchtig. Ja, besser geht's einfach nicht. Probiert das Rezept aus und wenn ihr das getan habt, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, hier auf YouTube oder auch auf Instagram, Facebook, Pinterest und TikTok. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.